Hängen Sie jetzt einen Schritt an den anderen und beachten Sie die folgenden Punkte möglichst genau. Rollen Sie erst, nachdem Sie die Ferse tief ins elastisch federnde Material hineingedrückt haben. Das heißt, lassen Sie den Fuß auf keinen Fall nach unten klappen, bevor Ihr ganzes Körpergewicht auf der einen Ferse steht. Und achten Sie darauf, dass Sie das Knie in der Position belasten, die am wenigsten schmerzt. Erst dann beginnen Sie mit dem langsam vorsichtigen Abrollen. Achten Sie, dass der Fuß möglichst weder nach innen oder nach außen knickt. Machen Sie danach genau dasselbe mit dem nächsten Fuß. Je langsamer und präziser Sie diese Schritt-für-Schritt-Balancierübung machen, desto weniger sollten Ihre Knie schmerzen. Erst wenn Sie diese Übung beherrschen, machen Sie sie etwas schneller, nämlich so, dass daraus schon fast ein normales Gehen wird. Rollen Sie aber lieber zu langsam und präzise als zu schnell und zu ungenau. Falls es Ihnen möglich ist, wäre es gut, ein paar wenige Schritte auf diese Art locker zu traben. Diese federnden Schwingungen dienen dazu, Muskeln zu entspannen und immer wieder zu resetten. Hierbei gelten genau die gleichen Prinzipien. Beginnen Sie das Abrollen aus der Ferse heraus und lassen Sie sich dann federnd in den Vorfuß schwingen. Dabei katapultieren Sie sich ganz kurz vom Boden weg, um kurzzeitig in eine Flugphase zu kommen. Machen Sie diese Übung aber nur ganz kurz und wechseln Sie dann wieder ins normale Gehen. Der ständige Wechsel der 3 verschiedenen Geschwindigkeiten führt Sie zu einer schnelleren Umprogrammierung Ihres Gangmusters und in den meisten Fällen zu reduzierten Schmerzen. Und die Übungen, die Sie jetzt auf dem Laufband gesehen haben, die gilt es in den Alltag zu integrieren. Machen Sie sie möglichst genau, so wie Sie sie gelernt haben. Übertreiben Sie nicht und gehen Sie auch nicht falsch. Am Anfang vor allem kann es sein, dass die Füße noch nach links oder rechts ausweichen. Das kann Schmerzen auslösen. Gehen Sie möglichst präzise und wenn Schmerzen auftreten sollten, dann heißt das immer, dass irgendwo noch Faszien verkürzt sind und dann ist es eben wichtig, dass Sie die entsprechenden Dehnungsübungen, die wir in unserem Programm zeigen werden, dass Sie die regelmäßig machen.